Viele Konsumgüteraktien stecken gerade in einer wirklich starken Korrektur und deswegen sollten Anleger diese Aktien gerade im Moment ganz genau auf dem Radar haben. Das ist auch der Grund, warum ich euch heute mal Hormel Foods vorstellen möchte. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, es geht um Hormel Foods. Das ist ein Hersteller von Markenprodukten wie Spam, Skippy, also Erdnussbutter und Hormel Chili, sowie vielen anderen Fleisch-, Snack- und Feinkostprodukten. Man ist also in erster Linie hier ja, ein diversifiziertes Lebensmittelunternehmen. Man besitzt auch relativ bekannte Marken, wie wir gerade schon gehört haben, vor allem dann im Bereich verarbeiteter Lebensmittel und setzt aber auch auf Premium-Produkte und man expandiert jetzt hier in internationale Märkte und versucht eben auch mit gesünderen Alternativen ja, sich neues Wachstum zu beschaffen. Das Unternehmen ist ein wirklich stabiler Dividendenzahler. Man zahlt jetzt schon seit über 50 Jahren ununterbrochen eine sich erhöhende Dividende und ist damit auch ja, natürlich für dividendenorientierte Anleger definitiv einen Blick wert. Es sind jetzt auch aktuell über 3,5% Dividendenrendite. Ja, und auch mit dieser starken Historie ist es natürlich für jeden, den das wichtig ist oder das Teil der Strategie ist, definitiv eine interessante Aktie. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier nochmal die einzelnen Marken an, die man im Portfolio hat. Ich denke, die meisten werden jetzt nicht allzu viel davon wiedererkennen. Wir haben hier sowas wie Bacon, Black Label, Buffalo, Columbus, Hormel Chili, Duel Fuerte, Tinti Moore. Ja, das also sehr, sehr viele Marken, die ich jetzt persönlich noch nie gehört habe, außer natürlich Spam, also dieses typische ja, Frühstücksfleisch, das denke ich kennt der ein oder andere von euch, aber der Rest ist mir jetzt sehr unbekannt. Das Unternehmen ist natürlich auch in erster Linie hier in den USA tätig, deswegen kennen wir die Produkte eher nicht. Ja, wir schauen uns jetzt hier auch die Financials genauer an und als erstes mal hier die Financial 2024 Business Highlights, also in der Investor Presentation. Wir sehen hier als erstes, dass in den Food Services hier 2024, also bis 4. Dezember 2024, 6% Net Sales Growth erreicht wurde und man auch weiterhin versucht, die stärksten Marken zu exportieren, also auch in anderen Ländern bekannt zu machen. Da geht es dann eben in erster Linie um Spam Family Products und diese Skippy Peanut Butter. Also man möchte jetzt praktisch erreichen, dass die eh schon bekannten Marken, vor allem in den USA, also die da sowieso schon sehr beliebt sind und populär sind, dass man das jetzt eben auch in andere Länder übertragen möchte. Hier sieht man auch nochmal so einen kleinen Produktausschnitt aus den einzelnen Segmenten und auch hier konnte man durch relativ starke Innovation die Net Sales steigern. Was auch sehr interessant ist, obwohl das Unternehmen oder die Aktie jetzt so stark im Kurs nachgegeben hat, konnte man hier einen Rekord Operating Cashflow generieren im Jahr 2024, der auch über den 4 Vorjahren lag. Und auch ist die aktuelle Verschuldung mit 1,6 Net Debt to EBITDA wirklich in Ordnung. Also ich finde, dass die Verschuldung ja, für so ein Unternehmen wirklich im Rahmen ist. Es ist auch nicht hier irgendwie beunruhigend. Klar, der Operating Cashflow ist jetzt kein stark wachsendes Unternehmen, aber es ist für mich im Moment doch sehr interessant, weil so schlecht steht das Business eigentlich gar nicht da, dafür, dass jetzt der Kurs doch so stark nachgegeben hat. Ja, außerdem ist das Unternehmen ja wirklich ein sehr guter Dividendenzahler. Sehen wir jetzt auch nochmal hier. Also seit 96 Jahren wird eine Dividende ohne Unterbrechung bezahlt und auch seit 59 Jahren die Dividende erhöht. Ja, wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, haben wir hier einen 10-jährigen CAGR bei der Dividende von 9%. Also das ist auch relativ attraktiv. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Steigerungen werden jetzt immer langsamer und es ist jetzt kein starker Dividendenwachstumswert mehr. Also das muss man auf jeden Fall hier im Hinterkopf behalten, dass das Unternehmen jetzt, was dieses Dividendenwachstum angeht, sich eher schon am Ende seines Zykluses befindet. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so, also sollte nicht mehr so der Hauptfokus sein. Das Unternehmen zahlt ja jetzt eh schon 3,5% Dividende. Von dem her ist es für mich eh schon ein relativ guter Ausschütter. Ja, und hier ist was hier die ja, Net Sales und Operating Income angeht, sehen wir, dass Net Sales 2 bis 3% organisch wachsen, Operating Income etwas stärker mit 5 bis 7%. Das möchte man jetzt auch weiter schaffen. Also hier mal der Financial Outlook. Da steht jetzt auch, dass das Unternehmen hier bei den organischen Verkäufen ein Wachstum von 1 bis 3% erwartet.
Also es ist ein wirklich sehr langsam wachsendes Unternehmen, eigentlich so im Rahmen der Inflation mehr oder weniger. Also da muss man auf jeden Fall sagen, das Unternehmen ist jetzt nicht mehr wirklich wachstumsgetrieben. Man schafft es hier halt eher in erster Linie, seine Marktanteile zu halten. Ja, wenn du solche Videos spannend findest und du mehr hören möchtest zu interessanten Dividendenaktien, aber auch Wachstumsaktien, dann auf jeden Fall Abo dalassen, Daumen nach oben nicht vergessen, gerne mit dem Video interagieren, kommentieren. Das hilft mir persönlich definitiv weiter und dann natürlich auch die Glocke anmachen. Dann verpasst du auch keine neuen Videos von mir, zum Beispiel zu den höchsten Dividendenausschüttern im S&P 500 oder zu einer der besten Gesundheitsaktien in den USA. Also auf jeden Fall nicht vergessen. Schauen wir uns Hormel Foods mal ein bisschen im Qualitätscheck an, um so ein erstes Gefühl für das Unternehmen zu bekommen. Wir sehen, dass es hier relativ viel Punktabzug gibt, vor allem bei der Wachstum, bei der Stabilität. Also hier Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre betrug 4,65%, Stabilität 75%, Earnings per Share Wachstum war sogar rückläufig und deswegen natürlich auch hier nur ein Score von 8 von 15 Punkten. Ja, und auch der Kurs ist jetzt relativ stark nach unten gegangen. Generell sehen wir jetzt, dass der Umsatz sich hier in den letzten 10 Jahren ja, nicht wirklich dynamisch entwickelt hat. Aber auf jeden Fall ist die Finanzverschuldung bzw. die Sicherheit und die Bilanz absolut im Rahmen. Also da hat Hormel Foods jetzt kein Problem. Wenn wir uns den Fair Value auf Basis des letzten Jahres im Umsatz anschauen, sehen wir, dass wir im Moment leicht überbewertet sind, uns aber auch ja, meistens hier in diesem Rahmen bewegt haben. Auf Basis des Gewinns sieht es ganz ähnlich aus. Wenn wir uns auf die Dreijahressicht das anschauen, sind wir unterbewertet, sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Hängt jetzt eben auch mit dem leichten Umsatzrückgang zusammen. Der hat sich natürlich dann auch direkt ausgewirkt auf die Gewinne unterm Strich. Und das macht, denke ich, auch jetzt hier Hormel Foods relativ stark zu schaffen. So ein Unternehmen ist auf jeden Fall ein absoluter Value Play. Wir haben auch aktuell einen Piotrowski F-Score von 7 von 9 Punkten, also eigentlich relativ gute Bewertung. Dividendenadel natürlich 4 von 4, also gerade aus Dividendensicht denke ich auf jeden Fall eine spannende Aktie. Wir können uns auch hier nochmal den aktuellen Kursverlauf anschauen. Wir sehen, in den letzten 10 Jahren konnte Hormel Foods nur 29,8% an Kursgewinnen verbuchen, also relativ schlechte Rendite. Hier sind natürlich jetzt noch keine Dividenden einberechnet. Wir haben im Moment ein KGV von 22. Ich finde tatsächlich, dass das KGV, also diese Bewertung, relativ hoch ist dafür, dass das Unternehmen eigentlich kaum wächst. Also da muss man schon genau mal ein Auge drauf legen. Also diese höhere Bewertung muss natürlich auch widerspiegeln, dass man doch sehr starke Marken im Portfolio hat und auch sehr beliebt ist in den USA. Das ist da definitiv drinnen, aber ob dann 22er KGV für 2 bis 3% Wachstum gerechtfertigt ist, naja. Ja, Dividendenrendite, wie bereits gesagt, also um die 3,5% und Marktkapitalisierung haben wir jetzt ungefähr die 18 bis 19 Milliarden US-Dollar. Gucken wir uns auf die Dividenden genauer an. Die sehen ja hier, die wurde dynamisch gesteigert, vor allem so im Bereich von 2008 bis 2020. Ab da wurde es jetzt auch mal wieder ein bisschen langsamer, aber die Analysten gehen auch davon aus, dass die Dividende weiter erhöht werden sollte, wenn auch nur graduell. Wir liegen jetzt auch deutlich über die Dividendenrendite der letzten 5 bzw. 10 Jahre. Payout Ratio, ja, ist schon relativ hoch, aber die war jetzt hier mal so bei 77% und im letzten Jahr wurde die Dividende nochmal um 2,73% gesteigert. Wenn wir uns die Analystenmeinungen anschauen, sehen wir, dass 70% im Moment zum Halten raten, 8% sagen kaufen und 23% raten hier zum Verkauf von Hormel Foods. Und auch wenn wir uns ja, den Vergleich zum S&P 500 hier mal anschauen, sehen wir natürlich, dass Hormel Foods ganz stark underperformed hat. Also wir sehen hier auf die letzten 6 Jahre konnte Hormel Foods nur ein einziges Mal den S&P 500 outperformen und das war am 17.04.2020. Ab da geht die Schere hier weit auseinander bei Hormel Foods und das ist natürlich schon ein relativ schlechtes Bild. Aber dennoch werfen wir jetzt gleich einen Blick auf die Charttechnik und da könnte es eigentlich relativ interessant sein, mal hier ja, das Unternehmen auf die Watchlist zu nehmen. Bevor wir dazu kommen, wenn du jetzt noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker und zwar dem günstigsten in Deutschland und mit einer Note von 1,7 bei Stiftung Warentest, kann ich dir auf jeden Fall Finanzen.net Zero empfehlen. Da kannst du eben echte Schweizer Aktien handeln, hast wirklich analytisch
gearbeitete ja, Depotstrukturen, und mit dem ersten Link in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar kannst du hier ein Konto öffnen und mich damit auch indirekt unterstützen. Schauen wir uns jetzt den Chart an von Hormel Foods als erstes hier auf Monatsbasis, also wie immer der langfristige Blick auf den Chart. Wir sehen, dass Hormel Foods eigentlich echt ein richtiger Dauerläufer war, eine lange, lange Zeit, und zwar eigentlich bis ja, so 2016, sowas, Mitte 2016 konnte das Unternehmen wirklich starke Kursgewinne hier verbuchen und lief immer sehr gut. Ab 2016 haben wir dann aber irgendwie Probleme bekommen. Das Umsatzwachstum hat sich deutlich abgeschwächt und seitdem laufen wir jetzt hier mehr oder weniger seitwärts. Wir sind tatsächlich auch in Kursregionen angekommen, wo wir schon 2017 waren, 2015 waren. Also Kursgewinne der letzten 10 Jahre wurden jetzt hier mehr oder weniger vernichtet. Man darf natürlich die Dividende nicht vergessen, die fehlt jetzt eben hier noch, aber ich habe jetzt hier schon mal eingezeichnet. Also grün die Unterstützungszone, das ist die absolut wichtigste und einzig relevante Monatsunterstützung hier in irgendeiner Nähe. Dann wäre es erst wieder hier unten bei 15 US-Dollar. Also die muss hier unbedingt halten. Da sind wir so um die 30. Und da liegt jetzt hier auch der Kurs aktuell, da sind wir auch schon ein paar Mal abgeprallt, also seit 2023 sogar tendieren wir hier immer wieder um diese Zone, und bisher hat jetzt eben diese Unterstützung gut gehalten. Ja, also diese ganze Bewegung hier nach oben schreit sehr nach Top-Bildung, die wurde eben hier mit Unterschreiten von 40 US-Dollar eben auch jetzt ausgelöst, und jetzt versucht das Unternehmen sich eben hier zu stabilisieren. Das ist tatsächlich auch relativ interessant. Also wir sehen ja hier, wir waren auf der wichtigen Monatsunterstützung in dem grünen Bereich, und hier fängt jetzt der Kurs an, einen Boden zu bauen. Wir sehen, ich habe jetzt zwei Szenarien eingezeichnet, einmal den R1 und einmal die 2. 1 wäre jetzt der erste konservative, aggressive Einstieg bei der Aktie, wo man jetzt ja, kurzfristig mal ein Kaufsignal generiert hätte. Und die 2 ist der etwas konservativere. Und diese Bodenbildung, die läuft jetzt zwar schon ja, über ein Jahr. Ja, also wir sind jetzt hier auf Wochenbasis und die Bodenbildung läuft schon über ein Jahr. Aber wenn man das im Vergleich sieht zu dieser vorhergegangenen Situation, dann finde ich gar nicht mal, dass diese Bodenbildung extrem stark ist, sondern die ist angemessen. Also wir könnten uns jetzt durchaus mal hier langsam nach oben bewegen und mal diese 1 und die 2 richtig auf Tagesschlusskurs, Wochenschlusskurs rausnehmen. Das haben wir nämlich jetzt eben noch nicht geschafft, auf Wochenschlusskurs das 1er-Szenario auszulösen. Und dann gehe ich tatsächlich auch davon aus, dass man wieder etwas am Kurs zulegen wird, aber ich denke jetzt nicht, dass hier eine Bewegung kommt, also in dieser Form, dass wir hier irgendwie nach oben schießen. Also das halte ich für relativ unwahrscheinlich, wenn dann eben irgendwie etwas langsamer mit langsameren Bewegungen, und das wird dann definitiv auch, ja, wie zum Beispiel die Bewegung von 2017 bis hier 2022 oder beziehungsweise 2020 sicher 2, 3, 4, 5 Jahre dauern, bis wir wieder da oben sind. Aber ich finde, vom Chance-Risiko-Verhältnis ist es jetzt hier eigentlich definitiv spannend. Also wir können hier einfach mal so eine Long, also als Investment, eine Long-Position reinlegen, um uns das Chance-Risiko-Verhältnis auszurechnen. Ich würde hier meinen Stop definitiv unter 28 US-Dollar platzieren und würde jetzt hier schon auf ja, neues All-Time-High mal gehen. Dann hätten wir jetzt hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4,7. Also das ist eine relativ gute Renditeerwartung, und selbst wenn wir jetzt hier auf Höhe dieses starken Widerstandes gehen, dann hätten wir hier noch 1,57. Also ich denke, auch da ist die Chance definitiv vorhanden. Man darf aber nicht vergessen, wenn man hier in dieses Unternehmen investiert ist, da kommen Opportunitätskosten dazu. Also wenn ich jetzt in den ASML zum Beispiel investiere, da habe ich eine deutlich höhere Renditeerwartungen. Das Unternehmen wächst viel besser. Wir haben dann eine ganz andere Trenddynamik, eine Struktur. Es ist natürlich auch ein anderes Segment. Und naja, man muss dann sagen, ich könnte ja auch ASML kaufen und habe dann eine Renditeerwartung von 15% pro Jahr oder 10% pro Jahr. Und wenn ich jetzt dieses Unternehmen kaufe und ich habe nur eine Renditeerwartung von 5%, dann habe ich ja schon 5% gewonnen. Aber im Vergleich zu ASML habe ich 10% an Gewinn verloren. Also man sollte diese Opportunitätskosten nicht vergessen. Das ist ja, ein sehr, sehr wichtiger Faktor an der Börse, der halt oft verkannt wird. Und ich denke, es ist von jedem hier das Ziel, das Vermögen möglichst schnell aufzubauen. Klar spielt hier die Sicherheit auch eine Rolle, und ich würde jetzt schon mal behaupten, dass Hormel Foods ein relativ sicheres Unternehmen hat, gerade aus dem Basiskonsum.
Da gibt es wenige Unternehmen aus dem ja, oder an der Börse generell, die stabiler aufgestellt sind. Aber das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Generell ist das ja auch gerade so ein Phänomen, dass diese ganzen Konsumaktien stark korrigieren. Also da gehört auch sowas wie Pepsi dazu, Mondelez, Coca-Cola. Also diese ganzen Aktien sind gerade irgendwie am Rückschritt und deswegen habe ich jetzt hier mal Hormel Foods vorgestellt, weil auch sie ja, relativ starke Korrektur hinlegen und gerade diese Unternehmen jetzt auf eure Watchlist sollten. Ja, wenn ihr euch noch interessiert für andere Aktien aus dem Konsumbereich, dann könnt ihr zum Beispiel mein letztes Video zu Mondelez anschauen oder auch mein letztes Video zu diesen Dividendenaktien mit einer wirklich hohen Ausschüttung. Ja, aber das war's für das heutige Video. Gerne mal jetzt Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen und ab in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Hormel Foods? Habt ihr das Unternehmen vielleicht selber schon im Depot oder auf der Watchlist? Glaubt ihr hier an einen Turnaround? Haltet ihr das für möglich? Für mich eben jetzt definitiv spannend, gerade aufgrund von dieser Sektorrotation. Also für mich sind wir jetzt in einer Phase, wo wir uns eher in Richtung ja, Hype-Aktien wieder bewegen, ein bisschen mehr in dieses Risiko reingegangen wird. Und das ist jetzt eben ein Unternehmen, das ist sehr risikoavers. Wir werden da sicher wieder eine Sektorrotation sehen, dass praktisch das Geld wieder aus diesen High-Risk-Titeln fließt und zwar dann in diese defensiven Werte und davon wird definitiv Hormel Foods, Coca-Cola, Pepsi, diese ganzen stabilen, langfristigen Dividendenzahler mit einem ja, sehr eingesessenen Geschäftsmodell, die werden davon profitieren. Also schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.